Zum Weben braucht es ja wahnsinnig viel Zeit. Und bis man endlich einmal ein Produkt hat, geht es einfach lang. Darum habe ich gefunden, Slow, das tut es eigentlich bestens beschreiben. Und Textiles ist naheliegend. Und nachher ist dann aber gestanden. Ich bin Maja Kuhn, tue jetzt seit Jahren weben. Und seit gut 2 Jahren habe ich hier das Lädeli und mein Label Slow Textiles gegründet. Das Fadenkreuz. Beim Weben gibt es ja die Längsfäden, das ist die Kettfäden, und dann gibt es Querfäden, das ist der Schuss. Und als erstes schaue ich, dass ich die Kette machen kann. Und das nennt man eine Kettenschere, wo man immer hin und her geht mit den Längsfäden, die spannt. Und dann so viele Kettfäden hat, wie man dann braucht. Wenn das dann gemacht ist, dann muss ich da unbedingt beim Fadenkreuz das schön abbinden, damit ich die Kette auf den Webstuhl aufbäumen kann. Die Kette die nimmt man und tut auf den Webstuhl, heisst das Kettbaum, wo man die Kette aufwickelt, schön in der Breite, die es sein muss. Und wenn die aufgewickelt ist, dann muss man jeden Faden durch Litze ziehen. Die Litze ist dafür da im Schaft, wo schlussendlich dann die Kettfäden gesenkt und gehoben werden kann. Ich habe hier auf dem Computer programmiert, wie dass die Gewebeverbindung ist, also wie die Schäfte dann sich auf und ab bewegen müssen, damit es das Gewebe gibt. Und wenn die Längsfäden in dem Webstuhl rein sind, dann nachher kann man die Schäfte auf und ab bewegen und das gibt ein Fach und in dem Fach schiesse ich den Schuss durch. Und dann nachher wechsle ich, dann gehen wieder andere Schäfte auf und dann kommt der nächste Schuss und dann wird er angeschlagen und dann gibt das Gewebemuster. Und so entsteht schlussendlich der Stoff. Ich finde das Weben total etwas Schönes, weil es einerseits ist es kreativ natürlich und andererseits braucht es aber auch Technik. Man muss rechnen, man muss schauen, was für Farben nimmt man, was für Material nimmt man. Es ist eigentlich etwas sehr Schönes, um aus den verschiedensten Garn einen Stoff herzustellen. Mir ist es sehr wohl da. Ich finde, es ist klein, aber total herzig und auch praktisch. Und es gibt immer wieder total schöne Gespräche mit Leuten, Kunden, Kundinnen, die vorbeikommen. Und ich finde es auch toll, das Handwerk, das Weben auch Leuten näher zu bringen.